Was geht ab, Friends? Willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf diesem Kanal. Ich nehme euch heute mit, wir drehen ein DIY-Video und zwar, wie ihr Step by Step eure eigenen T-Shirts machen könnt mit Folie. Ihr habt hier ein kleines Beispiel. Ist relativ easy. Das Video wird in 3 Teile aufgeteilt und zwar einmal, wie ihr das Design erstellt. Dann machen wir das Ganze einmal ohne Plotter, so dass ihr das zu Hause ganz einfach nachmachen könnt. Und der dritte Teil ist dann einmal mit Plotter. Für die Leute, die einen Plotter haben und nicht wissen, wie macht man das richtig, zeige ich euch das Ganze auch einmal. Und bevor das Video startet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einmal auf Abonnieren klickt, das ganze Video einmal liked und kommentiert und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt zeige ich euch einmal die ganzen Materialien, die ihr benötigt, um euer eigenes T-Shirt zu machen. Einmal ein Basic-Shirt, eure Plotterfolie, ein Lineal, Stifte, eine Schere, Backpapier, Laptop oder iPad und ein Bügeleisen. Kommen wir zu Schritt 1, Design erstellen. Ich werde das Ganze auf dem iPad machen und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Um es so einfach wie möglich für euch zu machen, machen wir das Ganze heute nur mit einer Schriftart, die wir auch gut ausschneiden können. Und dafür gehen wir auf Dafont und suchen uns eine Schriftart aus. Wenn ihr auf Dafont seid, seht ihr oben einige Kategorien von den Schriftarten. Ich gehe meistens immer direkt auf Trending, weil da immer die coolsten sind. Hier könnt ihr euren Beispieltext eingeben, bei mir ist es Vagabund. Und wichtig, immer am besten einmal auf 100% kostenlos gehen und einmal absenden. Dann könnt ihr euch eure Schrift raussuchen, ist eigentlich egal. Wenn ihr die selber ausschneidet, wenn ihr keinen Plotter habt, ist es natürlich am besten einfach eine einfache Schrift zu nehmen, die ihr am besten ausschneiden könnt. Keine viel zu dünne Schrift oder kantige Schrift. In meinem Fall ist die Super Funky Schrift, die downloade ich jetzt und füge die in mein Programm ein. Ich mache das Ganze mit Procreate, welche App ihr benutzt, ist eigentlich egal, Hauptsache ihr könnt euer Design erstellen oder eure Schriftart irgendwo einfügen, dass ihr die auf weißem Hintergrund habt. So, wir fügen jetzt einmal wieder den Text ein. Bei mir ist es Vagabund. Und dann füge ich einmal die Schriftart ein. Wo haben wir? Hier. Wichtig ist, macht am besten einen kleinen Abstand, damit ihr auch genug Platz habt, um die Schrift später mit der Schere auszuschneiden. Dann macht ihr die ganze Schrift so groß wie möglich, dass sie einmal über das ganze Bild passt. Und wichtig ist, weil ihr das später abpauscht, müsst ihr das einmal spiegeln. Also die Schrift muss spiegelverkehrt sein. Am Ende, keine Sorge, ist die natürlich richtig rum. Jetzt kommen wir zu Teil 2. Und zwar, wie wir das Ganze ohne Plotter machen. Ihr habt euer fertiges Design. Jetzt müsst ihr das Ganze einmal auf die Folie übertragen. Ich schicke mir jetzt einmal mein Design rüber auf mein MacBook, weil ich ein größeres Display habe. Da kann ich das direkt einmal perfekt abzeichnen. Ich empfehle euch irgendwie eine Displaygröße von 25 bis 30 cm. Könnt ihr natürlich auf dem iPad auch machen oder übers Handy, dann müsst ihr nur jeden Buchstaben einzeln machen. So kann ich das jetzt einmal direkt im Ganzen machen und mache die Folie fertig. Wenn ihr euer Bild gespeichert habt, sollte das Ganze einmal so aussehen. Einmal spiegelverkehrt, schwarze Schrift und am besten weißer Hintergrund. Wir schauen jetzt noch einmal kurz, wie groß das Design ist. Wir haben hier ungefähr 28 cm, ist eine gute Größe für ein Brustdesign. Nächster Schritt ist, ihr schnappt euch einmal eure Folie und ihr braucht einen Stift. Ihr nehmt einmal euer Gerät, dreht das am besten einmal um, sodass ihr die Fläche habt, wo ihr das drauf zeichnen könnt. Dann nehmt ihr euch einmal eure Folie. Wichtig ist, dass die Glanzseite gleich nach unten kommt und legt die einmal hin. Ich sehe jetzt, hier ist noch mega viel Platz, um natürlich ein bisschen Platz zu sparen, schneiden wir jetzt den Part einmal ab. So spart ihr euch natürlich auch noch ein bisschen Folie für ein anderes Design. Jetzt lege ich das Ganze einmal hier hin, so dass es auch nicht verrutscht. Und wichtig ist, ihr seht jetzt quasi das Design durch die Folie durch. Ihr zeichnet das jetzt einfach mit eurem Kugelschreiber oder was auch immer nach. So ein blauer Kugelschreiber, den sieht man eigentlich immer am besten auf der Folie. Und macht das erstmal fertig. Wir sind jetzt fertig, so in etwa sollte ungefähr die Schrift aussehen. Wichtig, nochmal darauf achten, dass hier die Glanzseite ist und hier die matte Seite, weil am Ende wird das quasi so aufs T-Shirt draufgelegt und so drauf gebügelt. Jetzt können wir auch einmal wieder die überschüssige Folie abschneiden. So habt ihr nochmal ein Stück, wo ihr noch ein Design mitmachen könnt. Ich habe mir die ganzen Buchstaben jetzt einmal kleine Stücke geschnitten und jetzt werden wir alle einmal fein säuberlich ausschneiden. Ich habe jetzt gerade versucht, das Loch in dem A wegzumachen. Das Ganze hat aber nicht funktioniert, weil es zu klein ist. Bei größeren Designs ist es kein Problem, aber dadurch, dass es so klein ist, kriegt man es nicht richtig geschnitten.
Also schneide ich das A jetzt nochmal neu aus und wir machen es ohne Punkte. Wir haben jetzt nicht die Löcher reingeschnitten, weil die Löcher leider zu klein sind. Deswegen haben wir das A gerade auch nochmal neu gemacht. Wenn ihr größere Designs macht, dann ist das einfacher auszuschneiden, aber hier ist das leider viel zu fein. Ich glaube, ihr könnt das höchstens mit einem Skypel vielleicht nochmal probieren. Das habe ich gerade aber leider nicht da. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach so. Ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ja, jetzt bringen wir das Ganze aufs T-Shirt. So, im nächsten Schritt legen wir jetzt einmal das T-Shirt vernünftig hin, so dass wir hier einmal alles gerade haben. Am besten auch gucken, dass die untere Schicht vom T-Shirt gerade ist und da keine Falten sind. Dann bügeln wir jetzt einmal mit dem Bügeleisen über die Fläche drüber, wo wir die Folie haben wollen, damit das einmal faltenfrei ist. Wichtig ist einmal achten, dass die Folie richtig ist, dass die glatte Seite einmal nach oben zeigt. Und dann nehmen wir uns einmal unser Lineal und ich mache eigentlich immer ganz gerne so 9 bis 10 cm Abstand. Ich positioniere einmal das B, weil das ja auch quasi relativ mittig ist. Wenn ihr die Sachen draufgelegt habt, könnt ihr jetzt nochmal ein bisschen links und rechts messen. Hier haben wir jetzt so 9,5 cm ungefähr Abstand. Hier haben wir nur 8, das heißt, wir gehen auf jeden Fall ein Stück rüber. Schiebe ich die noch einmal so, dass die ein bisschen auf einer Höhe sind. Im nächsten Step nehmt ihr einmal euer Backpapier. Und legt das einmal vorsichtig über die Folie, nicht dass die Buchstaben verrutschen. Und jetzt am besten je nach Folie 10 bis 15 Sekunden, ein bisschen mit Druck bei 160 bis 180 Grad einfach drüber bügeln. Dann könnt ihr einmal das Papier abnehmen. Und jetzt müsst ihr am besten, nehmt ihr wieder die Schere und könnt die Folie abziehen. Am besten geht ihr mit dem Fingernagel einmal drunter. Wenn ihr merkt, die Folie lässt sich schwer abziehen, dann legt ihr einmal nochmal das Backpapier drüber und bügelt nochmal drüber, dass sich das Ganze wieder ein bisschen erhitzt. Wenn ihr nicht lang genug gebügelt habt, dann werdet ihr sehen, dass ihr die untere Folie, die blaue Folie quasi wieder mit abzieht. Dann einfach wieder Backpapier drüber bügeln und nochmal neu machen. Wie man schön sehen kann, wir haben jetzt alle einmal abgezogen. Legen jetzt trotzdem noch einmal das Backpapier drüber und bügeln trotzdem noch einmal drüber, einfach um das Ganze nochmal zu fixieren, weil die Folie sich vielleicht ein bisschen gelockert hat durch das Abziehen. Aber da reichen auch 5 bis 10 Sekunden. Einmal drüber gehen. Hier auch einmal vorsichtig abziehen. Und schon habt ihr euer fertiges Design auf dem T-Shirt. Sieht man nochmal ganz schön. So habt ihr in ein paar kurzen Schritten euer T-Shirt selber gemacht. Das hat auch nicht lange gedauert. Ich meine, für die Folie ausschneiden habe ich ungefähr, glaube ich, 10 Minuten gebraucht. Das Draufbügeln hat jetzt auch 2-3 Minuten gedauert. Also ist relativ schnell, günstig und einfach zu nachmachen. Also ich besitze einmal den Plotter von Cricut, das ist der Explorer 4, und ich habe einmal den Cricut Joy, müsste der heißen. Wir machen das Ganze mit dem Joy. Der ist klein, das reicht aber auch, um das Design zu machen. Der große wäre dafür jetzt unnötig. Wir werden das ganze Design jetzt einmal in der Cricut App machen, übers Tablet, damit wir das gleich einmal ausschneiden können. Dafür gehen wir einmal auf leeren Arbeitsbereich, gehen einmal auf Text, fügen wieder unseren Text ein, ändern dann einmal die Schriftart, die wir gerade hatten. Aus System und Super Funky. Dann werden wir das Ganze noch einmal ein bisschen auseinander machen. So passt's.
so berührt sich nichts. Und dann ziehen wir das Ganze einmal auf 27,5 cm, weil das ist genau die Größe, die wir beim anderen T-Shirt auch haben. So, 27,5. Dann geben wir einmal auf Herstellen, wählen die Schneidematte aus, positionieren das ruhig nochmal so ein bisschen, dass es gut passt. Gehen auf Weiter, Smart Iron, dann wird das automatisch gespiegelt, das ist wichtig. Und jetzt bereiten wir einmal die Folie vor. Hier haben wir jetzt einmal die Schneidematte, die wir benutzen für den Plotter. Und wir haben die Folie von gerade, die wir abgeschnitten haben. Dann versuchen wir die Folie so gut wie es geht gerade zu positionieren, dass die einmal den Bereich abdeckt, wo geschnitten wird. Machen die einmal schön drauf, dass die auch fest sitzt. Ihr seht ja im Arbeitsbereich quasi, wo geschnitten wird. Das haben wir jetzt abgedeckt. Wichtig ist wieder, darauf achten, die Glanzfolie kommt nach unten und die matte Seite kommt nach oben. Im nächsten Step kommt einmal die Folie hier rein. Dann zieht der Plotter die sich einmal rein. Und dann können wir in der App schon auf Los drücken. So, nachdem der Plotter fertig geschnitten hat, ziehen wir einmal die Folie ab. Das kann weg. Und fangen jetzt an, einmal die Folie zu entgittern. Rein theoretisch hätten wir auch nochmal hier wegschneiden können. Aber ich ziehe es jetzt einmal ganz ab. Schon haben wir das fertig ausgeschnittene Design. Dann legen wir einmal wieder unser T-Shirt vernünftig hin, sodass alles gut passt. Bügeln einmal drüber, dass wieder alles einmal glatt ist. Dann nehmen wir uns unser Design. Einmal wieder das Lineal, wie gesagt ca. 10 cm. So passt es ganz gut. Manchmal kann man auch am besten so einmal gucken, wie viel Platz oben ist. Hier könnte man rein theoretisch drüber bügeln jetzt, aber ich benutze trotzdem nochmal Backpapier. Das wird auch wieder drüber gelegt und einfach wieder drüber bügeln. Schauen wir einmal, ob wir das schon abziehen können. Ja, sieht doch gut aus. So. Dann nochmal einmal Backpapier drüber. Nochmal einmal bügeln. Um nochmal alles zu fixieren. Und schon ist das Design auch wieder auf dem T-Shirt drauf. Ich habe jetzt einmal beide T-Shirts nebeneinander gehangen. Jetzt können wir einmal vergleichen. Hier haben wir das, was wir per Hand ausgeschnitten haben. Hier sehen wir natürlich, komplett sauber ist es natürlich nicht geworden. Aber von Weitem sieht man es nicht wirklich. Hier haben wir einmal die Arbeit vom Plotter. Natürlich alles schön sauber geschnitten. Keine Kanten. Die Pünktchen sind auch raus. Das haben wir hier natürlich nicht. Hier sind überall keine Lücken. Wir sind jetzt durch mit beiden T-Shirts. Ich muss sagen, ist eigentlich ganz gut geworden. Ich habe extra ein Design genommen, was relativ einfach zu machen ist, wo man gut drumherum schneiden kann, wo die Buchstaben auch dick genug sind. Ja, Fazit. Also wenn ihr ab und an mal ein T-Shirt machen wollt, ist relativ einfach. Wählt eine gute Schriftart oder ein Motiv, was ihr ausschneiden könnt. Dann könnt ihr das ganz einfach draufbügeln. Ist nicht viel Arbeit. Das Ganze hat jetzt irgendwie, lass mich nicht lügen, 15 Minuten gedauert. 10 Minuten ausschneiden, 5 Minuten draufbügeln. Also geht relativ schnell. Natürlich habt ihr bei dem geplotteten T-Shirt natürlich eine bessere Qualität, was die Folie angeht, also den Schnitt. Da habt ihr auch dann direkt die Pünktchen auch raus. Aber wenn ihr ab und an mal ein T-Shirt macht, ist das auch voll in Ordnung, das ohne Plotter zu machen. Ich glaube, den Cricut Joy gibt es schon für unter 100 €, wenn der im Angebot ist. Also eigentlich sogar relativ entspannt, um vernünftige Folien zu machen. Und ihr könnt dann natürlich auch aufwendigere Motive machen, weil der das natürlich eben für euch schneidet. So Freunde, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr coole T-Shirts macht, schickt mir die gerne zu. Ich bin gespannt, was ihr so macht. Falls ihr selber Folien braucht, geplottete Folien, meldet euch bei mir. Ich mache euch das fertig. Und ja,
Ich habe jetzt auch einen TikTok-Account erstellt, würde mich freuen, wenn ihr mich da auch supportet. Da wird viel so ein Content kommen, wie ich T-Shirts selber mache, wie ich die Folien ausdruck, wie ich Sachen kürze, also alles, was so mit Fashion zu tun hat und so ein bisschen customizen und ähnliches. Also um sowas nicht zu verpassen, gerne auch meinen TikTok abonnieren, der ist unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.